Nicht in 4, nicht in 5, sondern gleich in 6 Dimensionen denken. Auch wenn es komisch klingt, ich glaube, das ist tatsächlich etwas für jedermann. Denn Burkhard Heims sechsdimensionale Welt ist etwas, das wir mit unserer Alltagserfahrung nachvollziehen können. Wenn du wissen möchtest, wie das sich anfühlt, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre dir die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Auch auf die Gefahr hin, unhöflich zu sein, eigentlich musst du, um dieses Video richtig zu verstehen, das Video geguckt haben, wie stelle ich mir die 5. Dimension vor. Das blende ich mal hier oben ein. Ich möchte gerade bei diesen schwierigen Themen, die doch, obwohl anschaulich, doch ein bisschen fremdartig sind, meiner Devise treu bleiben. Kleine Portionen, leicht verdaulich und maximal 10 Minuten ungefähr. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, diese Mini-Reihe, wie stelle ich mir die 5. Dimension vor und wie stelle ich mir die 6. Dimension vor, 2 zu teilen. Also das hier ist jetzt der zweite Teil sozusagen, wie stelle ich mir die 6. Dimension vor. Ein großes Dankeschön an der Stelle an meine Unterstützer auf Patreon und an alle meine Abonnenten, die sich nachhaltig für Burkhard Heim interessieren, den Begründer zukünftiger Naturwissenschaften. Übrigens, wer es von euch noch nicht mitgekriegt hat, ich habe jetzt auch einen englischen Parallelkanal, auf diesem werde ich auch die mathematischen Betrachtungen weiterführen. Also schaut dort einmal rein, wenn ihr euch für diese Videoreihe nochmal interessiert. Ich fasse noch einmal zusammen, was ich bisher in früheren Videos über die 6. Dimension gesagt habe, beziehungsweise was Heim darüber gesagt hat. Er selbst nannte sie ja das Äon oder die äonische Dimension nach den Begrifflichkeiten und Konzepten von Hedwig Konrad Martius. Er selber sah später, dass der Begriff des Äon, der bedeutet ja Weltzeitalter, dass dieser Begriff nicht ganz glücklich gewählt ist, weil in diesem Sinne kann man die 6. Dimension zwar sehen als vom Ursprung des Kosmos bis zu seinem Ende, aber für den Alltag ist das doch etwas unglücklich gewählt. Deswegen bin ich in meinen Videos irgendwann dazu übergegangen, diese Dimension die teleologische Dimension zu nennen. Denn genau das ist sie. Sie beinhaltet Wille und Zielrichtung und teleologisch bedeutet auf ein Ziel hingerichtet. Das kann sowohl bedeuten die Entwicklung des gesamten Kosmos, als auch die persönliche Entwicklung, die jeder von uns durchmacht, als auch die Evolution der Arten und auch die Evolution eines Quantenzustandes im Übrigen. Die Höhe der x6-Koordinate, wenn ihr so wollt, bestimmt dabei, wie gut und wie schnell ein Ziel erreicht wird und welche Strukturzustände als Strukturzustände von x5 dabei durchschritten werden. Sie verknüpft quasi eine geordnete Folge von Strukturzuständen mit der Raumzeit, also mit der gewohnten materiellen Welt. Ich erinnere auch noch einmal an den Begriff der Televarianz, den ich in früheren Videos schon benutzt habe. Jetzt möchte ich aber, dass ihr euren Verstand einmal ausschaltet und beiseite lasst und euch noch einmal einlasst auf eine Reise durch verschiedene Welten. So ähnlich wie wir durch die 5. Dimension gereist sind, indem wir uns verschiedene Schnitte sozusagen von verschiedenen Strukturniveaus angeguckt haben, wollen wir uns heute durch verschiedene Welten begeben, die durch die x6-Koordinate getrennt sind und auf verschiedenen x6-Niveaus liegen. Stell dir nun vor, du gehst aus deiner Tür raus in den Hausflur und ins Treppenhaus. Gehst eine Etage hinunter und gehst ins Treppenhaus dort zurück. Es sieht genauso aus wie oben, nur die Pflanzen, die auf der Fensterbank dort stehen, die sind etwas kleiner und im Hausflur wurde diese Woche offenbar noch nicht gesaugt. Du gehst in die Wohnung dort rein, die unter deiner eigentlichen Wohnung liegt sozusagen, aber du stellst fest, dort wohnst du auch. Aber alles wirkt ein bisschen unordentlicher und die Klamotten, die in der Garderobe hängen, die würdest du längst nicht mehr tragen und die Schuhe, die drunter stehen, sind schon ziemlich abgelatscht. In der Küche müsste mal wieder das Geschirr gespült werden und das Porträt von deiner Freundin, deinem Freund fehlt. Offenbar bist du in dieser Etage Single, in dieser Welt. Also so gut gefällt es dir nicht. Lass uns wieder hinausgehen. Wir gehen noch eine Etage hinunter ins Treppenhaus. Du kannst dir fast schon denken, was dann kommt. Also der Flur sieht aus, als wäre der Teppich da schon 50 Jahre drin. Die Pflanzen auf der Fensterbank sind vertrocknet. Und sperren wir die Wohnung auf, oh Gott, das sieht fast so ein bisschen messy aus. Also wer immer da wohnt, mit dem willst du eigentlich nichts zu tun haben. Gehen wir lieber zurück ins Treppenhaus. Fazit: Je tiefer die x6-Koordinate sinkt, umso weniger
Wille und Antrieb hast du, Ziele zu erreichen. Du hast in dieser Welt vielleicht einen schlechteren Job, kommst nicht so richtig mit deinen Vorhaben zu Potte. Du hast weniger Lust, Dinge umzusetzen, weniger Disziplin und insgesamt weniger Erfolg im Leben. Und deshalb sinkt die materielle und psychologische Lebensqualität ab, je tiefer die X6-Koordinate sinkt. Gehen wir deshalb lieber in Richtung einer höheren X6-Koordinate. Also insgesamt 3 Etagen jetzt im Treppenhaus nach oben. Da sind wir ein Niveau über dem, von dem wir gestartet sind. Hausflur, alles total neu und aufgeräumt. Wunderschöne Orchideen auf der Fensterbank. Du kommst in den Hausflur. Liebevolle, harmonische Atmosphäre. Porträt von deinem Liebsten, deiner Liebsten auf der Fensterbank. Und an der Wand noch ein paar Fotos vom letzten Urlaub auf den Malediven. Wenn das nicht deinen Präferenzen entspricht, stell dir einfach etwas anderes vor, was du schon immer gerne machen wolltest und erreichen wolltest. In dieser Welt hast du auf jeden Fall mehr Glück, mehr Schaffenskraft und mehr Erfolg im Leben. Geht es noch besser? Natürlich, lass uns noch eine Etage nach oben gehen. Und dort stellst du fest, in der Wohnung wohnt jemand ganz anderes und der erzählt dir, ja, der Professor, der hier früher wohnte, hat sich eine Villa am Stadtrand gekauft, da bastelt er jetzt an seine Erfindung und scheffelt tierisch viel Geld. Und neulich war er ja auch in der Zeitung mit dem Bürgermeister zu sehen, wurde für sein soziales Engagement gelobt. Es ist sehr gesund, sich solche positiven Vorstellungen vom höchsten erreichbaren Glück zu eigen zu machen. Wir, und damit meine ich insbesondere wir Deutschen, wir sind schwach begabt, wenn es um Glück und Annehmlichkeit geht. Wir sind in der Regel zu schnell mit Durchschnittlichkeit zufrieden. Wir denken, großartige Ziele zu erreichen, das ist ein bisschen unanständig, das steht einem gar nicht zu. Oder sowas wie, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Tu dir einen Gefallen und schlag dir solchen Unsinn dringend aus dem Kopf. Solche inneren Zustände kann man ganz gezielt trainieren. Das heißt, höhere positive Gefühlsqualitäten kann man sich zu eigen machen und daraus Wissen und Antrieb für die Gestaltung der eigenen Zukunft ableiten. Wenn dich das näher interessiert, schau dir das Natal-Training an, das habe ich auf meiner Homepage ausführlich beschrieben. Also, je höher die X6-Koordinate irgendeines Vorganges, umso schneller, beglückender, schöner, symmetrischer und insgesamt zufriedenstellender läuft dieser Vorgang ab. Umso besser kann er Hindernisse überwinden und seine persönliche Erfüllung erreichen. Ich denke, so kann man sich diese Koordinate tatsächlich ganz lebendig vorstellen. Nun kann man sich noch fragen, was bedeutet eine höhere X6-Koordinate für andere Daseinsformen? Gehen wir mal auf der Organisationshierarchie der Lebewesen ein paar Schritte nach unten. Was bedeutet X6 aus der Perspektive meines Katers? Nun, wahrscheinlich ist er umso glücklicher, je öfter er sein Lieblingsfutter kriegt, je öfter er gekrault wird, je größer sein Revier draußen ist und dass einfach alle anderen Katzenangelegenheiten gut klappen. Welche auch immer das sind, ich habe keine Ahnung. Eine Spinne mag umso glücklicher sein, je vollkommener und symmetrischer ihr Netz gesponnen ist. Und es ist ein nettes Add-on, wenn sich darin auch noch Fliegen verfangen in ihrem Kunstwerk. Bei primitiveren Tieren, Pflanzen und an den Einzellern werden, ich unterstelle es mal, die Motive wahrscheinlich auch einfacher. Vielleicht ist ein Enzym einfach nur noch von der Maxime beseelt, ich möchte eine möglichst hohe katalytische Aktivität entfalten. Und das ist seine Vorstellung von Glück, die es erreichen möchte. Es mag merkwürdig anmuten, wenn ich sage, man kann diesen einfachen Daseinsformen eine Gefühlswelt zuschreiben. Aber man kann das unmittelbar erfahren, indem man sich gefühlsmäßig auf solche Daseinsformen einstellt. Geschieht nichts anderes, als dass man eine X5-Ähnlichkeit herstellt. Und dadurch kann ihre Natur, ihr Dasein unmittelbar intuitiv erfahren werden. Im Übrigen haben das viele Größen der Wissenschaft so gemacht. Francis Crick zum Beispiel, der hat sich intuitiv auf die DNA eingestellt und hat irgendwie innerlich erfasst, das ist eine Doppelhelix. Und dieses Prinzip gilt nicht nur für Lebewesen, sondern auch für unbelebte Materie. Diese verhalten sich zwar nur noch, in Anführungszeichen, gemäß den Gesetzen der Physik, das heißt aber nicht, dass ihr Dasein keinen Sinn hat und keine Erfüllung kennt. Einen kleinen Schritt zurück zur Physik und zur Heimtheorie. Jedes unbelebte Objekt folgt einer Bahn, die durch die auf es einwirkenden Kraftfelder bestimmt ist. Aus der Mathematik und aus der Relativitätstheorie kennen wir den Begriff der Geodäte. Das ist die Verbindung, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, egal ob der Raum gekrümmt ist oder nicht. In der allgemeinen Relativitätstheorie
ist so eine Bahn in der Regel gekrümmt. Das heißt, auf der Geodäte bewegt sich ein Objekt mit minimalem Widerstand. Burkhard Heim hat in seiner synchrometrischen Maximentelezentrik diesen Begriff der Geodäte sehr stark verallgemeinert. Er sagte, es gibt zwischen den Telezentren eines Vorganges, also dem Initial- und dem finalen Telezentrum, Startpunkt und Endpunkt, da gibt es einen Weg, der optimal ist. Zwischen den beiden Telezentren gibt es ja Untertelezentren, also wo sich die möglichen Lebenswege sozusagen einer Entität verknüpfen, verbreitern und wieder zusammenlaufen. Zwischen diesen Telezentren gibt es einen optimalen Pfad. Und dieser Pfad, der entspricht dem optimalen, dynamischen Zustand maximalen Lebensglückes. Und Heim nannte diesen Pfad die Telezentrale. Bitte nicht lachen, heute gibt es auch überhaupt keine Telefonzentralen mehr. Wir haben alle digitale Kommunikation. Und damit meinte er nichts anderes als das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Das, was für das menschliche Dasein das höchste Glück und die höchste Erfüllung ist. Das Wichtigste ist, dass man ein Ziel vor Augen hat und das Vertrauen, es tatsächlich zu erreichen, in 6 Dimensionen und in Farbe.